mmalove Podcast Episode 44. Was haben wir heute auf dem Programm? Extrem interessantes Interview mit dem Dean, der Boogeyman Lister. Das kommt später. Zuerst einmal herzliches Dankeschön an alle, die Feedback gegeben haben. mmalovepodcast@gmail.com. Der Rest erzähle ich langsam nicht mehr. Facebook, Twitter, Instagram, alles mmalove Podcast. Ganz simpel. Danke selbstverständlich auch Oli Riesen mit seiner Firma soulcoreware.com, wo uns die Liebling gesponsert hat. Und danke, checkt seine Website. Wie ist sie? www.soulcoreware.com. Gibt's alles für Thai-Boxen, Brazilian Jiu-Jitsu und Mixed Martial Arts. Im letzten Podcast habe ich bei den Interviews zum Teil so ein bisschen Rankings erwähnt und da habe ich doch, da hat es doch so ein bisschen einen Aufschrei gegeben, habe ich erhebliches Feedback bekommen. Die Leute wollen wissen, Ranking, ja, was sind denn die Ranking, wo kann man die sehen? Die kann man nicht sehen, die sind bei mir auf einem Blatt Papier. Und zwar hat mich mal jemand gebeten, so ein bisschen die Schweizer Kämpfer ein bisschen zusammenzustellen und so ein bisschen die Top 5 so ein bisschen zu versuchen zu ranken und so. Und das habe ich so ein bisschen lauter Blödsinn gemacht. Ich weiss, ob das eine gute Idee ist, weil gewisse finden sich dann vielleicht auf einem Platz wieder finden, ich finde, aber ich bin besser eigentlich und so. Anyway, es ist auf jeden Fall, das ist nur meine Meinung, was weiss ich was? Nein, es hat nichts mit der Realität zu tun. Natürlich hat es etwas mit der Realität. Es ist einfach, das ist meine Meinung, es ist nicht offiziell oder irgendetwas. Und, soll mir auch niemand böse sein. Und vielleicht habe ich auch Leute vergessen. Aber ich wäre sehr daran interessiert, möglichst viel MMA-Kämpfer Namen zusammenzutragen können, mit ihren Kampfrekord und so, dass wir dann so ein bisschen ein seriöseres Ranking machen, also jetzt einfach so ein bisschen mehr, so ein bisschen Brainstorming in den verschiedenen Gewichtsklassen, so ein bisschen die besten, wo wir jetzt gerade in den Sinn gekommen sind, so ein bisschen in eine Reihe vollbringen. Würde ich gerne machen, ich versuche es mal irgendwie zu lancieren, mich mit den verschiedenen Coaches in Verbindung zu setzen, dass wir vielleicht irgendwie, einfach mal ein bisschen Listen geben von aktiven Kämpfern. Ich weiss gar nicht, ob ich die meine sehr primitiven Rankings einfach mal soll aufs Netz gehen und dann den Shitstorm irgendwie aushalten müssen, den ich dann wahrscheinlich überkomme. Oder dass dann einfach gewisse Leute sagen, ich gebe dir kein Interview mehr. Ich muss mir noch mal überlegen, wenn es irgendeine Wunder nimmt, irgendeinen Kämpfer, sollen wir einen Text schreiben und so. Also ich muss sagen, vor allem Kämpfer sind plötzlich sehr interessiert gewesen. Rankings. Wo bin ich und wo bin ich? Und so. Anyway. Schauen wir mal, wie wir das machen. Dann, wenn wir mal so ein bisschen zu den MMA-News von dieser Woche gehen. Und zwar, was hat's so gegeben? Am Wochenende ist es UFC 170 gewesen. Rousey vs. McMahon, wenn er schnell ein bisschen so ein bisschen grob über die Fightcard so ein bisschen drüber gehen. Im ersten Kampf zwei Newcomers, Ernest Chavez und der Yosdenis Cedeno, haben gekämpft. Ernest Chavez hat den Split Decision gewonnen. Der Erich Koch hat gegen den Rafael Oliveira gewonnen, TKO. Zach Makowski, der ehemalige Bellator-Champion, gegen den Josh Sampo, Unanimous Decision. Aljamain Sterling vom Sarah Longa Team gönnt gegen den Cody Gibson, Unanimous Decision. Rafael Assunção gönnt gegen den ehemaligen RFA, Resurrection Fighting Alliance Champion Pedro Munoz durch Unanimous Decision. Jetzt kommt ein bisschen wichtiger Kampf. Alexis Davis aus Kanada gönnt gegen Jessica Eye Split Decision. Empfiehlt sich somit als eine von der vielleicht nächsten Gegnerinnen von der Ronda Rousey. Stephen Wonderboy Thompson gönnt gegen Robert Whittaker aus Australien durch TKO in der ersten Runde. Der Mike Pyle ist einer, der eigentlich von allen als der sogenannte der Gym World Champion, also irgendwie im Gym schlägt er scheinbar alle ab, ist extrem gut, aber er kann es irgendwie nicht umsetzen in Wettkampf. Das Mal hat es können, hat der TJ Wahlberger oder Theo Waldburger durch TKO in der dritten Runde geschlagen.
Dann so ein bisschen ein Halbfinale um den möglichen Titelkampf. Rory McDonald gönnt gegen den Damian Maia durch Unanimous Decision. Man hat gesehen, den Kampf in der ersten Runde hat der Damian Maia total dominiert am Boden. Nachher ist nichts mehr gegangen. Gassed, keine Kondition mehr. Rory McDonald hat es schön GSP-Style, Jab, 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 Rechte und so hat es über die Runde geschaukelt. Die nächsten 2 Runden gewonnen. Klare Sache gewesen, 29, 28. Mit dem Sieger hat er sich selbstverständlich empfohlen, gegen den Sieger vom Kampf zwischen Johnny Hendricks und dem Robbie Lawler gegen den zu kämpfen. Mal schauen, was die UFC von diesen Plänen haltet. Dann im Co-Main-Event, das war eine ganz crazy Geschichte gewesen. Daniel Cormier gegen den Patrick Cummings durch TKO in der ersten Runde. Pat Cummings hat ein bisschen Trash-Talk gemacht gegen den Daniel Cormier. Er hat ja bis vor circa einer Woche noch als Barista in einem Starbucks am Drive-Thru gearbeitet. Für die Geschichte nicht mitbekommen haben, man hat ja fieberhaft nach dem Gegner für den Daniel Cormier gesucht, nachdem der Rashad Evans ausgefallen ist. Dann ist im Underground-Forum ist die Story da irgendwie aufgekommen, eben der Pat Cummings, der hat den Daniel Cormier zum Brüllen gebracht und so. Man hat sich mit dem Manager in Verbindung gesetzt, der Manager, also der Dana White, der Manager ist mit dem Telefon also er hat gesagt, der ist am Arbeiten, aber ich gehe rasch vorbei. Er ist in den Coffeeshop gegangen, hat zum Manager von dem Coffeeshop gesagt, ich muss mit dem Pat Cummings reden. Der hat gesagt, vergiss es, der ist am Arbeiten, der kann jetzt kein Telefon abführen und so. Ich muss mit ihm reden. Nein, geht nicht. Okay, der Manager hat gesagt, gut, also, dann gehe ich wie ein normaler Kunde, gehe ich in Drive-Thru, also fahre mit dem Auto dort rein. Hat dann am Pat Cummings das Telefon aus dem Auto rausgegeben und gesagt, hey, schnurr mal da rein, da ist der Dana White am Telefon. Der Dana White hat gesagt, hey, du bist der Pat Cummings, mit dieser Geschichte da, mit dem Daniel Cormier, haben die früher gewrestelt und so, bla 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 bla, wie ist das und so. Und der Pat Cummings hat gesagt, hey, Dana, ich hoffe, du offerierst mir da den Kampf, weil der Manager hat mir gerade fristlos gekündigt und Dana White hat gesagt, okay, let's do it. Für $8.000 ist er in Cage gegangen mit dem Daniel Cormier, hat 0 Chance gehabt, muss man sagen. Gut, okay, irgendwie 10 Tage Vorbereitung und bis jetzt 4 Kämpfe hat er gemacht. Dann gerade gegen das Numero, kann man sagen, ja, einer von der sicher Top 3 im Schwergewicht und vielleicht von der Top 3 im Light Heavyweight in Cage hineinstehen, ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel. Wir würden gerne mehr sehen von Pat Cummings, also zumindest ich. Und ich glaube, er hat auch einen Vertrag über, 3 Kämpfe unterschrieben. Also er wird sicher noch mal eine Chance bekommen. Dann im Main Event, Ronda Rousey und Sarah Kaufman. Ronda Rousey gönnt mal überraschend, nicht durch Armbar, sondern durch Knie zum Körper. Das Knie in die Leber, nach einer Minute 6 Sekunden von der ersten Runde. Und da ist ein bisschen kontrovers gewesen. Gewisse Leute haben gesagt, der Herb Dean, der Schiedsrichter, hat den Kampf ein bisschen zu früh abgebrochen. Okay, da kann man sicher sagen, da hat man ein gutes Argument. Also, Ronda Rousey hat das Knie geschlagen zu der Leber, Sarah McMahon ist sofort abgegangen. Und ist so in einer Schildkrötenposition gewesen. Ronda Rousey hat er noch 2, 3 geklopft und so und der Schiri hat abgebrochen. Hätte man jetzt vielleicht können sagen, vielleicht noch 1, 2, 3 Schläge mehr und mal schauen, wie sich Sarah McMahon verhalten, ob sie nochmal aufstehen kann oder so. Aber wer schon mal einen Leberhaken überbekommen hat, und da zähle ich mich dazu. In jungen Jahren, wo ich in einem Kickbox-Camp war, mit dem Patrick Wolf, seines Zeichens ehemaliger Kickbox-Schweizermeister und allseits gefürchtet, hat er dort seinen Starschüler mitgebracht, der Thomas Latki, der dazu mal noch ein junger Bub, jetzt noch jung im Geist, aber nicht mehr so im Körper. Er wird's mir nicht übel nehmen. Habe ich mit ihm Sparring gemacht, das ist jetzt schon ein richtiger Profi gewesen, oder? Und habe gefunden, ich mache es recht gut, bis er das erste Mal einen Leberhaken gegeben hat. Das ist natürlich selbstverständlich eine Spezialität von seinem Trainer Patrick Wolf. Habe ich schon zuerst mal so ein bisschen zusammengezuckt und so, habe ich mich ein bisschen zurückgehalten und so, und dann habe ich nochmal eins in die Leber bekommen, und das hat mich einfach zusammengelegt. Das ist so ein unglaublicher Schmerz, man kann überhaupt nichts mehr machen, man kann sicher nicht weiterkämpfen, sondern man sackt einfach zusammen, ist eine extrem schmerzhafte Sache. Darum sage ich, okay, es ist ein Weltmeisterschaftskampf gewesen, von dem her hätte man eigentlich
vielleicht noch ein bisschen ein Mühe können, weiterlaufen lassen. Ob sich Sarah McMahon jetzt wirklich noch hätte können aus dieser Situation befreien, weiss nicht. Well, whatever. Wir bleiben bei der Ronda Rousey. Sie nimmt ja jetzt ein bisschen eine Auszeit. Sie hat 2 Filmprojekte am Laufen. Ihr nächster Gegner ist eigentlich nicht ganz klar. Eben, eventuell ist es Alexis Davis aus Kanada. Eigentlich qualifiziert für einen Titelkampf ist Kat Zingano. Sie ist aber mit dieser ganz fürchterlichen Verletzung ausgefallen und hat jetzt auch noch ihren Mann verloren. Ihr Mann ist vor kurzem sehr überraschend gestorben. Und von dem her ist wahrscheinlich jetzt ein Titelkampf oder überhaupt zu kämpfen, überhaupt MMA wahrscheinlich nicht gerade irgendwie das Nummer 1 auf ihrer Prioritätenliste. Es hat sich aber jemand Neues gemeldet und da jubilieren wir doch alle Freunde vom Frauen-MMA, nämlich Cyborg. Hat gesagt, okay, ihr habt mich überzeugt, ich komme runter auf 135 Pfund, die UFC soll mich verpflichten und dann machen wir den Titelkampf endlich, der grösste Frauenkampf, den es momentan gibt, der einzige Kampf, der irgendwie Sinn macht überhaupt bei den Frauen. Der Dana White hat gesagt, ja, sie soll mal beweisen, dass sie 135 Pfund bringen kann, sie soll einen Kampf machen und dann schauen wir weiter. Das ist sicher eine gute, wie soll ich sagen, das ist sicher ein guter Plan. Wäre natürlich schön, wenn sie den Kampf nicht bei Invicta machen, sondern direkt schon in der UFC. Da wäre vielleicht ein Kampf gegen, weiß auch nicht, vielleicht gegen Miesha Tate. Wäre vielleicht noch eine interessante Sache. Oder natürlich gegen Alexis Davis. Ist sicher endlich mal ein bisschen Licht am Ende vom Tunnel in dieser Frauen-MMA-Geschichte. Weil das ist ja wirklich der Kampf, den alle sehen wollen. Vielleicht auch ein bisschen möglich gemacht, weil der Tito Ortiz, der bisher der Cyborg ihr Manager war, hat den Posten jetzt abgegeben. Und ja, ohne Tito Ortiz gab Verhandlungen mit dem Dana White wahrscheinlich ein Mühe besser. Was läuft sonst noch in der UFC? Der UFC Asian Managing Director Mark Fisher, der hat eine Pressekonferenz gegeben und hat so ein bisschen über die Asienpläne von der UFC ein bisschen referiert. Und da sind ein paar sehr interessante Sachen zum Vorschein gekommen. Nämlich, die UFC ist in Verhandlungen, um noch dieses Jahr ein UFC in der philippinischen Hauptstadt Manila zu machen. Das ist sicher ein grosses Ding. MMA in den Philippinen ist etwas Grosses und es hat auch Kämpferpotenzial dort. Man sieht doch einige philippinische Kämpfer in der One FC. Dann soll es auch im August ein zweites Event in Macau geben. Der erste ist ja der Samstag, Tough China Finale. Und wahrscheinlich gibt's in Japan auch noch ein Event das Jahr, entweder Juli, August oder September. Ziemlich sicher gibt's im Dezember ein Event in Singapur und eventuell auch noch in Südkorea, entweder Oktober, November oder Dezember. Dort ist das Problem scheinbar ein bisschen eine geeignete Halle zu finden. Im 2015 kommt es dann zu einer zweiten Staffel von Tough China. Mal ein bisschen Zahlen so. Fast 10 Millionen Leute haben zumindest ein bisschen von jeder Episode gesehen. 10 Millionen Leute, das ist doch einiges. Natürlich bei China mit einer Einwohnerzahl von 4,1 Milliarden ist es immer noch relativ wenig, aber ich meine, von solchen Zahlen können wir in Europa oder, ich würde sagen, auch in Amerika natürlich nur träumen. Es wird auch noch andere Tough-Staffeln geben. Ziemlich sicher Tough-Staffel Südostasien und eventuell auch eine Japan gegen Südkorea. Sehr interessante Entwicklung. Ich würde gerne mal noch ein bisschen mehr hören über die Entwicklung in Europa, ob man da eben auch noch irgendwo eine Tough-Staffel in Planung hat, wo jetzt, sagen wir mal, nicht nur immer England oder einfach englischsprachige England, Irland oder so zum Zug kommen, sondern vielleicht auch mal ein Tough Europa, wo irgendwie Kämpfer von überall her könnten an dieser Staffel teilnehmen. Ich meine, es wäre sicher eine geile Sache, mit sehr viel Untertitel, mit sehr viel Sprachgewirr, sicher so ein bisschen Babylon, aber sicher eine geile Geschichte. Wir bleiben ein bisschen beim Tough. Wir gehen zum Tough Brazil, die 3. Staffel. Ihr erinnert euch, Wanderlei Silva gegen den Chael Sonnen.
Die wird zuerst mal ausgestrahlt am 9. März, und zwar gibt's die jetzt gesehen auf UFC Fight Pass. Es soll scheinbar eine ganz crazy Staffel sein, mit irgendwie Schlägereien hinter den Kulissen und was weiß ich was. Die Liste von den Kämpfer ist jetzt draus. Es sind nicht wahnsinnig bekannt. Es hat doch immerhin noch ein Heavyweight, wo mal im Halbfinale war, ist, glaube ich, oder sogar im Finale von Bellator Heavyweight Grand Prix. Und noch ein anderer, wo mir jetzt aber der Name gerade empfallen ist. Also eigentlich sind mir beide Namen empfallen. Ja, aber es ist nicht wahnsinnig grosse, nicht sehr bekannte Leute dabei, sagen wir es mal so. Wir bleiben noch ein bisschen beim Tough. Also das heisst, das ist so ein bisschen tough. Und der Gilbert Melendez, man mag sich erinnern, er ist in Verhandlungen mit der UFC gewesen, um seinen Vertrag zu erneuern. Er hat noch den alten Strikeforce-Vertrag gehabt und der ist doch erheblich gut dotiert gewesen. Und die UFC hat gesagt, die gerne ein bisschen weniger zahlen, ist ein bisschen zu gut dotierter Vertrag. Der Gilbert Melendez ist wie soll ich sagen, ein harter Verhandlungspartner gewesen. Irgendwann hat der Dana White gesagt, hey, hat's an einem Scrum gesagt, ich habe genug, ich will von dieser Geschichte nicht mehr hören. Der Lorenzo Fertitta soll das übernehmen und er würde dem Gilbert Melendez mal empfehlen, sicher so ein bisschen umzuschauen in anderen Organisationen. Das hat er scheinbar gemacht. Hat scheinbar eine gute Offerte von Bellator gehabt. Der Björn Rebney hat dann schon verkündet, ja eben, wir stechen schon ein Weile mit dem Gilbert Melendez in Kontakt und so. Und hat ihm da ein sehr gutes Angebot gemacht. Aber wie das eben so ist, die UFC hat eine Matching Clause, also die können das Gleiche bieten und dann muss er bei ihnen unterschreiben. Das haben sie scheinbar gemacht. Der Gilbert Melendez ist zum Glück, muss ich sagen, wieder in der UFC, oder weiterhin in der UFC, weil dort gibt's doch einige Kämpfe, die ich gerne würde sehen, im Leichtgewicht. Und als Sahnehäubchen ist er auch ein Coach in einer Tough Season, und es ist, glaube ich, Tough 20. Dort wird er gegen den Anthony Pettis coachen, und die MMA-Leute, die dort werden teilnehmen, sind die Frauen in der 115 Pfund Klasse. Ihr mögt euch erinnern, dort ist quasi das gesamte Roster in dieser Gewichtsklasse von Invicta gerade unisono übergenommen worden. Dort sind wirklich hammergeile Frauenkämpferinnen, und ich meine das in einer respektablen Art und Weise, sind dort dabei. Respektvolle Art und Weise. Die machen dort den neuen Champion aus. Also eine recht wichtige Staffel, wirklich interessant, und da hat schon ein paar ganz crazy Characters dabei. Kann man nur sagen, Glückwunsch an Gilbert Melendez, er ist hart geblieben, hat sich durchgesetzt, hat sich nicht beeindrucken lassen, hat sein Ding durchgezogen und ist jetzt, denke ich mal, mit einem sehr guten Vertrag und mit dieser Tough-Staffel-Möglichkeit dort wieder in der UFC. Chapeau. Und selbstverständlich, als Krönung gibt's dann nach der Staffel den Titelkampf gegen den Anthony Pettis. Wenn der Pettis dann wieder fit ist, wir werden es sehen, dann sagen wir natürlich, ja, was ist mit dem Jose Aldo? Ja, der Jose Aldo ist wahrscheinlich gut bedient gewesen, dort nicht schon früh seinen Titel abzugeben und zu sagen, ich gehe ins 155 und kämpfe gegen Anthony Pettis, sondern da eben ein bisschen zuwarten. Hat sich von dem her gelohnt. Ja, so eine Tough-Staffel zu drehen und alles und dann der Kampf und so, das ist mindestens etwa 6 Monate, wo gar nichts geht und so. Also, wenn es überhaupt dann zum Kampf zwischen Jose Aldo und Anthony Pettis kommt, oder beziehungsweise der Sieger von Anthony Pettis gegen Gilbert Melendez, wird dann wahrscheinlich sowieso erst so ein bisschen gegen Ende 2014 sein. Als letzte News, es ist langsam jetzt ein bisschen Licht ins Dunkle gekommen, warum dass der GSP eigentlich plötzlich eine Pause genommen hat vom Mixed Martial Arts. Ich sage nicht zurücktreten, weil er immer gesagt, er geht jetzt einfach mal ein bisschen weg und kommt dann eventuell wieder. Er hat das Interview gegeben mit einem kanadischen Fernsehsender, wo er gesagt hat, er leidet unter Zwangsstörungen. Und
das ist natürlich eine sehr ernste Sache. Ich werde euch fragen, was sind denn Zwangsstörungen? Es ist etwas recht komplex. Es ist eine psychische Störung. Und zwar, wer unter so Zwangsstörungen leidet, der, hat so zum Beispiel Zwangsideen, zum Beispiel, dass irgendetwas könnte passieren, etwas ganz Schlimmes, oder er hat Zwangsimpuls, das heisst, er muss etwas denken oder irgendetwas machen. Es gibt also so Grübelzwänge, wo man dann irgendwie so wie in einer Endlosschlaufe immer etwas umstudiert, Zweifel, es gibt Zählzwänge, dass man immer Sachen muss zählen und die Zahlen dann auch irgendwie eine unheimliche Bedeutung bekommen. Ein Wiederholungszwang, dass man Gedanken oder Handlungen immer wieder muss machen, bis sie in einer Art perfekten Form ausgeführt sind und man dann eigentlich kann irgendetwas weitermachen. Man entwickelt dann in dem Sinne so sogenannte Zwangsritual, Zwangshandlungen. Da gibt es zum Beispiel Leute, die einen Waschzwang haben, wo irgendwie sich immer die Hände waschen müssen, und zwar können sie fast nicht mehr aufhören, immer wieder, also irgendwie, was weiss ich was, 10, 20 Minuten lang immer die Hände waschen, also, wo es dann auch wirklich halt zu gesundheitlichen Störungen, also Schädigungen kommen. Ich meine, wer irgendwie so lange immer mit Säufen und Wasser und so, da schadet sicher der Haut. Dass man immer das Zeug muss kontrollieren, dass man ob man die Tür beschlossen hat, ob man den Fernseher abgestellt hat, ob man den Kochherd abgestellt hat, dass man dann zum Beispiel aus dem Haus rausgeht und dann kommen plötzlich die Zweifel und die Gedanken, dass man dann wieder muss zurückgehen und das nochmal kontrollieren in einem gewissen Ritual, dass man vielleicht irgendwie von Zimmer zu Zimmer wieder muss gehen und das mit anderen Gedanken koppeln kann und dann das vielleicht wieder muss und wieder abstellen und so. Extrem mühsame Sache. Berührungszwang zum Beispiel gibt's, dass man Sachen muss anlangen, oder zum Beispiel auch, dass man gewisse Leute muss anschauen oder gewisse Sachen muss anschauen oder gewisse Sachen muss sagen oder ein Ordnungszwang, dass alles genau in einer gewissen, es muss nicht unbedingt aufgeräumt sein, aber dass alle Sachen in einer gewissen Position müssen sein, dass man dann, nur dann geht's gut, nur dann ist es okay. Und zwar macht man dann die Sachen in dem Sinn, um das Schlimme wie verhindern können. Also zum Beispiel irgendwie, dass jemand einen Gedanken hat, wenn ich jetzt nicht irgendwie, was weiß ich was, den Velosattel anlange, dann passiert irgendwo irgendetwas ganz Schlimmes. Und das tönt ja total absurd, oder? Das ist ja auf keinen Fall wahr. Also, aber trotzdem ist es so ein bisschen wie die Form von, ja, ich mach's lieber, ich weiss, es ist wahrscheinlich blöd, aber ist immer noch besser, als wenn dann gleich wenn es plötzlich gleich stimmen. Es gibt so ein bisschen Leute, wo irgendwie dann so ein bisschen eigentlich nicht an Gott glauben, aber wenn es dann langsam an Sterben geht, dann kommen jetzt plötzlich doch ein bisschen eine religiöse Adern über, so ein bisschen, ja, wenn es dann gleich stimmt und ich sterbe und stehe plötzlich vor einem Petrus im Himmelstor und der sagt, ha! Siehst? Hättest du eben gleich dran glauben. Ja. Ist eine extrem schwierige Sache, die Zwangshandlungen, und man kann sie in dem Sinne, man kann es selbstverständlich medikamentös behandeln und es gibt auch schlimmere und weniger schlimmere Formen. Oder man kann sich auch wie eine Art selber behandeln, indem dass man sich einfach dieser Sache bewusst ist. Das sind jetzt, wenn irgendwie komische Gedanken kommen, das sind jetzt eben die Zwangsgedanken und dass man so ein bisschen, wie wenn man meditiert, so ein bisschen die einfach so ein bisschen kann anschauen, neutral, und es auch wieder vorbeigehen lassen. Und dann sich halt muss zwingen, dann die Zwangshandlungen nicht zu machen, damit die Zwangsgedanken wieder verschwinden. Jetzt kommt ein Zwangsgedanke, ui nein, da könnte etwas Schlimmes passieren, ich muss sofort eine Zwangshandlung machen, ich muss sofort den Velosattel anlangen, oder was weiß ich was immer. Und dann sind die Gedanken wieder weg, aber selbstverständlich kommt dann sofort wieder etwas Neues.
Und wenn man natürlich ein MMA-Kämpfer ist und unter dem leidet, ist das natürlich wahrscheinlich extrem mühsam, wenn man dann, sagen wir, unter Kontrollzwang leidet und dann, oder so Repetitionszwang, dass man dann vielleicht irgendwie noch, was weiß ich, wie viel Runden mehr in den Sandsack reinhaut, bis man vielleicht die absolute perfekte Schlag, was es dann wahrscheinlich praktisch nie gibt, noch nicht gemacht hat. Und wenn man den nicht gemacht hat, dann ist es nicht gut und dann verliert man dann vielleicht den ersten Kampf oder was weiß ich was. Also kommt dann schon extremer Druck auf einem zu und dann noch gekoppelt mit dem Druck, den man sowieso hat als Champion oder als Kämpfer im Press und das ganze Umfeld, und er ist extrem bekannt in Kanada, dass das dann einfach irgendwann zu viel wird und man einfach muss sagen, hey, weißt du was, ich muss jetzt einfach mal aus dem Kreis austreten, eine Chillpille nehmen und einfach mal ein Päuschen machen und dann das überarbeiten, mit mir ins Reine kommen und dann wieder können weiterfahren. Wir wünschen ihm selbstverständlich auf dem Weg viel Glück. Wäre schade, wenn er für immer irgendwie würde verschwinden. Das wäre wirklich extrem schade. Aber ja, je mehr so jetzt da rauskommt, je mehr Verständnis muss man eigentlich mit ihm haben. Dann noch etwas so ein bisschen in der lokalen Szene. Es hat am dem Samstag sollen Swiss Las Vegas stattfinden im Grand Casino Basel mit MMA-Kämpfen. Der Andreas Dušek hätte sollen kämpfen, der Haik Houdini und beide vom Frotta-Team Nogueira Zürich und noch ein Kämpfer aus dem Icon Jiu-Jitsu in Genf. Gegen wer das gewesen, hätte sollen kämpfen, die drei, das weiss ich noch nicht, das hat man nicht können in dem Sinn gesehen auf einer Fightcard oder so. Es hat sowieso viele Kämpfe sollen geben, 15 Kämpfe, also 3 oder 4 MMA-Kämpfe und etwa 11 Thai-Box oder K1-Kämpfe. Jetzt ist es so, man hat es können lesen in der Zeitung, zu einem kleinen Zwischenfall kommen, zwischen, man weiss eigentlich gar nicht, also man weiss zumindest mal die eine Seite, die involviert war, das ist die vom Thai-Box Profi Shemsi Bechiri mit seiner Familie im Super Pro Center, die sind angegriffen worden. Der Paolo Baliscia sagt da, der Veranstalter von der Swiss Las Vegas und Head Coach vom Diamond Gym Basel, ehemaliger Trainer vom Shemsi Bechiri, sagt da involviert gewesen. Es ist da zu einer Wüstenschlägerei gekommen. Der Shemsi Bechiri ist mit Nasenbruch, Kieferbruch, Fußbruch im Spital. Das Gym ist scheinbar demoliert worden und so. Ist noch so ein bisschen eine wirre Sache. Da wird es so ein bisschen sicher wird in den nächsten paar Tagen, Wochen, wird man wahrscheinlich mehr darüber erfahren, was genau gelaufen ist oder wer alles da involviert war, mit maskierten Leuten und mit Baseballschlägern und Pistolen und was weiß ich was, sagen da zum Einsatz gekommen. Auf jeden Fall hat das Casino die Notbremse gezogen, sie haben verlauten lassen, der Event werden jetzt nicht durchführen, aus Sicherheitsgründen, was ich, muss ich sagen, absolut kann verstehen. Weil die eine Seite, die Opferseite wird es sicher nicht auf sich sitzen lassen. Es wird wahrscheinlich irgendwo eine Rache geben und das würde sich natürlich sehr gut eignen für so etwas. Und jetzt, wo auch gerade so ein bisschen die Stimmung halt immer noch am Kochen ist und so, ist es wahrscheinlich wirklich nicht im Interesse vom Casino jetzt so ein Event durchzuführen. Sie haben auch kommuniziert, dass bis die Sache geklärt ist, vor der Hand keine Thai-Box MMA-Events im Grand Casino Basel geben wird. Wäre natürlich extrem schade. Es sind immer sehr gute Veranstaltungen gewesen. Auf der Facebook-Seite von Swiss Las Vegas wird allerdings geschrieben, der Event, wie gesagt, findet nicht statt. Aber in Kürze werden neue Daten online sein. Wir werden es sehen. Ich hoffe mal, dass der Event nicht gestorben ist, dass sich das Casino dort nicht zurückzieht. Aber ich habe absolutes Verständnis, dass die sagen, bis da nicht einmal so ein bisschen so ein bisschen die Gemüter sich beruhigt haben, Gras ein bisschen drüber gewachsen ist, alles geklärt ist und so, wenn wir jetzt einmal einfach nichts mit dem zu tun haben. Ja, das ist natürlich extrem schade.
Jetzt bleiben wir so ein bisschen bei den lokalen Begebenheiten. Und zwar gibt's da verschiedene neue Events. Wir gehen mal ganz weit weg, und zwar am 6. September 2014. Der Oli Riesen veranstaltet da sein Warrior Challenge wo ist das? Im GZ Heuried, soviel ich weiss. Und zwar gibt's dort Kämpfe im Muay Thai, Amateur und Profi, und im Mixed Martial Arts B und A, Profikämpfe, MMA-Profikämpfe. Er hat mir gesagt, werde vielleicht ein paar Brasilianer einladen und so, er hat dort gute Kontakte und so. Wenn er irgendwie kämpfen selber, dann geht auf info@warrior-challenge.ch, warrior-challenge.ch, oder könnt einfach aufs Facebook Riesen Oliver oder Strike Zone. Das ist wie gesagt am 6. September im Gemeinschaftszentrum Heuried, soviel ich weiss. Dann die geile Siechen von Smack aus Basel. Die, wenn es nicht spät ist, ich plag's gleich einmal. Der Sonntag am 2. März im Rheinpark Basel, Fight for Experience. Ich weiss nicht genau, was es ist. Tönt so nach einer Newcomer-Geschichte. K1, Muay Thai, Boxen, MMA und Grappling. Dort gibt's Kämpfe. Rheinpark Basel an der Mühlhauserstrasse 17 in Basel. 25 Stutz kostet Eintritt. Aber, was sie auch noch sagen, Smack 2, nach der geilen ersten Edition von Smack, haben sie sich wieder zusammengesetzt und haben gesagt, das werden wir selbstverständlich wiederholen. Smack 2 findet statt am Samstag, 10. Mai. MMA-Fights und K1 Pre-Fights. Also, das ganze Hauptprogramm wird MMA sein, und da gibt's ein paar Prelims im K1. Ebenfalls im Rheinpark Basel. Türöffnung am 4. Es fängt da am 5:30. Stehplatz 25 Stutz. Das ist auch nicht billig. Sitzplatz 35, Ringplatz 55. Und wenn ihr euch als VIP fühlen, dann müsst ihr dort anfragen. Zum Beispiel auf Facebook Smack, SMMAC. Was haben die haben die irgendwo www-Adresse? Sehe ich gerade da, kenne ich. Das müsste natürlich, Tickets gibt's bei Tickettino, auch für Smack 2. Fightcard und so, kann ich da noch nicht sagen. Ist noch nichts da, aber ich will sicher noch im Vorfeld mit Ihnen reden. Das wäre es eigentlich gewesen von der MMA News, und darum jetzt der absolute Leckerbiss. Und da sage ich selbstverständlich ein herzliches Dankeschön am Body Gym, der Severin Herring und der Kenji Bortoluzzi, die beiden geilen Siechen aus der Ostschweiz. Haben es wirklich gemacht. Sie haben den Dean Lister in die Schweiz geholt für ein Seminar. Ist ein riesen Erfolg gewesen. Und da sind wir natürlich so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen. Ich habe sie angefragt, ob es möglich wäre, irgendwie ein Interview mit ihm zu machen. Der Dean Lister hat selbstverständlich zugesagt. Die beiden Buddies haben es möglich gemacht. Und in der Skiferie, im kalten Bahnhof von Bever, am 11:20 am Abend, Nacht, nach dem Event, also nach dem Seminar, bin ich dort einsam im Schnee gestanden und habe mit dem Dean Lister eine halbe Stunde lang geredet. Ein sehr gutes Interview, also ein sehr interessantes, meiner Meinung nach, müssen ihr sagen. Ist ein geiler Sieg. Hört rein, aber eben bei dieser Gelegenheit nochmal ein herzliches Dankeschön an Severin und Kenji. Big thanks. Big kiss. Da ist das Interview. Also, voilà, MMA Love Podcast. Jetzt haben wir mal wieder einen ganz geilen Kunden da. Und zwar kommt er von der anderen Seite vom Teich. Absolute Grappling Sensation. Auch im MMA ist natürlich aktiv, auch in der UFC ist er gewesen. Zweifache ADCC Champion. Meine Damen und Herren, es ist niemand geringer. Jawohl, es ist ein Dean, the Boogeyman Lister. Dean, you're on the MMA Love Podcast. You're on with Vladimir. First of all, how are you? Very good so far. Vladimir, you're Russian. No. That was the idea of my parents. They just gave me that name. Nice. Okay, sweet, man. I'm doing good, brother. Here with my bros from the Buddy Gym here in
long, okay. Switzerland, but it's all good times, man. We had a good seminar today, a lot of good energy, good questions, and a good time today, man. So it's great being here in Switzerland. I really like the country. It's very clean. It's important. Although I do hate to pay an entire franc just to go pee. I think that's kind of lame, personally, but that's just my opinion. But okay, so let's let's move on. That is indeed very lame, and that's something I don't like to. You were asking me about Russian. I read that you speak a lot of languages. What kind of languages do you speak? Well, I can't say that I speak perfect anything, even English. I mean, of course, English is my first language, being from USA, but my second language is Portuguese. I can speak that very well. Spanish, I can speak very well. French, I speak conversationally. It's nothing, I never had a French class, but I lived in France for a few weeks. Well, Jérôme Baumann, the champion kickboxer. I lived in Loire, northern France, and that's why I speak French, but it's not perfect, but it's conversational. Like I can get around. And then Croatian, Serbian, I was co-op coach for 4 or 5 years. So I speak, I'd say not so good, I think, but enough to also get around. So I speak 3 or 5 languages. It depends on what you define as speaking. Depends. But yeah, I speak some languages. I think it's important, especially being from USA. There's a lot of people thinking Americans don't care about the world. They just care about their own country. And I think it's important that more Americans, start learning about the world and respect other cultures and learn more about other cultures. So that's one big thing I'm about in my life. Wow, that's nice to hear. Do you speak enough French to pick up a chick? Yeah, actually, I don't speak. No, it depends on the girl, of course. Some girls don't. Some girls actually don't like big, freaky, gorilla-looking guys. So that doesn't help me sometimes. But some girls like that. Some girls do like that. So it depends, of course. It just depends on the situation. But no, my French is not like romantic. Like I don't have a smooth accent. I sound like a Brazilian guy when I speak French, actually. So whatever. I don't sound. At least I don't sound like an American. I don't sound like that. But yeah, it's nothing special. But I get around with it. That's all. I can just say conversational French. It's nothing special. That's all. Awesome. You were mentioning that you were teaching a seminar at the Body Gym with you guys, Severin and Kenji. Are you on a seminar tour in Europe, or did you just arrive all the way from the United States? No. I've been here almost 2 weeks already from USA. I've been to Germany, all around Germany. I went to Denmark for 2 days, so Odense, Denmark. Then I went to I was in Linköping, Sweden, and then I was 2 days in Oslo, and then 1 day in Fredrikstad. I can't say it correctly. I did 3 seminars in Norway, and then I flew back down. I did 1 more seminar in Germany, and now I'm here in Switzerland. And tomorrow I go back to Sweden. So it's a crazy schedule, but it's okay. I have a match in Finland in 9 days. I have a match, so I'm here to compete and to teach. So both. You have a match? Yeah, it's against. I cannot pronounce the guy's last name. It's Finnish. It's Jan. His last name is Jan. Jan, and then I don't know. I don't know. I can't say it. He's a heavyweight. No, he's a tough guy. He's a heavyweight champion of Finland. He's heavier than me. It's a very tough guy, strong guy. So it's going to be a good match, I hope. But I cannot pronounce his last name. I'm sorry. There's no way. Even if I was Finnish, I don't think I can pronounce his last name. It's very difficult. It's like I don't know. I won't even try anymore. I don't want to embarrass myself. So we don't want to butcher his name. Yeah. Is that going to be a grappling match? Grappling match, exactly. If I fight MMA, I need a lot more money. This is going to be fun. Grappling for me, even if I'm in a very difficult situation, it's fun. Even though it's on stage, it's a very difficult sport. It's very hard. But, no matter what I'm doing, I swear I'm smiling. Even if I'm not smiling outside, I'm smiling inside because it's what I love to do, and it's not boring. It's entertaining. There's a lot of things going on in my head, during the match. It's very complicated. But with time, I made it more simple, and I'm always enjoying what I do. When I train and when I have a match, I'm always enjoying myself. So yeah, I think it will be a good day. I think so. I was wondering,
now you have a very big name in the grappling community around the world. Now, if you compete in these matches against probably guys nobody knows of, is that hard for you because you know, like, they wanna make themselves famous off your name? It's not a problem for me because I don't care. I really do not. You know, the thing is, I believe they're making a documentary about me called "My Opponent is My Greatest Teacher," is what they want to call the name of the documentary, and that's true. As I see, it's very much how I feel. You know, it's like every single time I face a new opponent, it's something I can learn. You know, it's very true. You know, so I really don't care if I win or lose, but I do care if I win or lose. Yeah, I know it's crazy. It's double talk, and it's maybe I'm a little bit. I don't know. Maybe I sound schizophrenic or something. Maybe by saying that, but maybe I am. Who knows? But no, it's like it's not really important to me if someone feels, for instance, they can tie me. Like I can't submit them, and then after 20 minutes, 0-0, you know, they tied me. It doesn't matter to me at all. It's a path. Like it's another cliche, but it's true. You know, it's not so much the destination, it's the journey. You know, being in jiu-jitsu and grappling and boxing, any kind of combat sport, it's the journey. It's what you're doing. It's your training. It's your friends. It's your team. It's more important than, you know, I have arrived, because you'll never arrive. Even if you arrive temporarily, it's not going to be permanent. You know, I've been at the bottom of the bottom. I went to the top of the top. I went down to the bottom again, and I'm now again somewhere near the again. So this all comes and goes, you know. It's just, you know, I love my sport. I love what I do. I'm not concerned about someone else's opinion. I mean, as far as if they think I'm good or I'm bad. I mean, it's flattering if someone thinks I'm good. I appreciate it, but you know, I don't know. It's not so important to me. It's a personal. I must say, maybe it's selfish. It's a selfish thing I'm doing. I want to become a better person, and so that's why I face the toughest guys in the world. That's why, you know, my rivals are these tough Brazilian guys, you know. And I usually win, but you know, I lose sometimes, of course, and that makes me a better grappler. It's important for me to push myself, and so of course, the second I stop competing, well, that would be maybe I'm a little bit too old one day. Maybe in like 80 years or something like that, and I'll be too old. But I'll never stop training. I'll never stop rolling. As soon as I stop rolling, I think I'm going to die, because I don't know. It's the old Rocky, the old man from Rocky. You know, as soon as you know, life has no use for you. You know, it seems like you just die. And actually, it's true from my life experience. My dad was an American Marine officer, and all his friends were like admirals and generals, you know. My dad retired, and he became a teacher, and then he became a city councilman in a city called Coolidge, Arizona. It's a very small city in Arizona. And he kept himself busy. He kept doing stuff. All his friends who were admirals, you know, even higher ranked than him, he was a colonel, they all died 2 years or 3 years after they retired. Because, you know, I don't know what it is about the body or the mind or something, but as soon as you stop working, I don't know, you just die. So I'm never going to stop doing what I do. And when I do, I don't know, that I guess is my time. And so now's not my time. I'm still fighting at the top of the world. I feel very good. And I'm very happy to do what I do. So, I don't know. I'm honored to take on the very hard guys in the world. It's my pleasure, actually. So you enjoy the role as sort of a gunslinger who comes to town, Unforgiven style, and takes on the local hero? Yeah, it's fine. I've done it, I don't know how many times in my life. I don't know how many times. It usually works out into my favor, you know. But it's like, yeah, why not? Why not? Yeah. Why not travel the world and face a tough guy? Every city in every country of every world has tough guys. It's the same as every city, every country has pretty girls. It's the same thing. Oh yeah. Yeah, of course, there's tough guys everywhere. I know that. But yeah, it's just a little test, and everywhere, you know, has maybe a guy has this one special move he does well, or this one position he's really good at, or something
and this just helps me to become a better grappler. And because grappling is part of my life, it makes me a better person because it makes me better at life. You know what I'm saying? If someone's life is taxes, well, that's a nightmare to me. That would just make you go crazy, personally. The numbers stuff. But if that's your life, actually, I don't know how that's a good comparison. I don't know how that's artistic numbers, but whatever makes your life. If you're better at that part of your life, and that is your life, then you're a better person from that, you know? So my stuff is jiu-jitsu, it's fighting, it's the coaching game, it's the competing game, it's what I do. So I'm very honored and very blessed to have found something that I like, that I'm also talented at. So how am I going to complain about this, you know? So was that always your philosophy about, you know, like be the best at what you do, at the passion you have, and not worry about winning or losing, or still worrying about winning or losing? No, when I was younger, it was much different. I put so much pressure on myself. Don't lose. I have to win. And the thing is, that's normal, and that's healthy, because as a fighter or as a competitor in any sport, you don't want to lose. You know, of course, you have to have. That's a prerequisite as a fighter, to be selfish a little bit. Like I don't want to give this guy victory. You know, I want to win. Yeah. But when you get older, you start realizing that the pressure you put on yourself takes your energy away, and you get very tired. You lose all your energy. Even if you have more energy, you lost it already. Is because you put all the pressure on yourself. If you take the pressure off yourself, and it is double talk. It sounds crazy, but it's true. It's like, I care if I'm going to win, but I don't care if I'm going to win. Yeah. It doesn't make sense, I know. It makes sense to me. I understand what I'm saying, but I don't know how it's... It makes total sense. You kind of like in this Zen sort of Buddha kind of like sphere. You don't care about it, but you do. It's true. It's also like I don't know. I'm at a bar. I see a really hot girl. You know, the more I care if I'm gonna go get her, the less likely I am to get the girl. Yeah. But I want the girl. Let's say, okay. But I don't care if I get the girl. I have a pretty good chance. You know what I'm saying? Unless she hates my ass, unless she hates my face or something. I mean, you know, but it's like, you know, we all know what we want. Let's say in this situation, I want that girl, okay? Well, if I go and I want the girl, usually I don't get the girl. But if I don't care, you know, it helps a lot, you know what I'm saying? So that's how tournaments are, that's how matches are. I've had many matches where the guy's younger, maybe even stronger. Not normally, usually I'm pretty strong, but this guy is stronger than me sometimes. And I care because I'm there, of course. Why else would I enter the tournament other than to win? I'm there to win, you know? But because I don't care so much, that doesn't make sense. It's hard to explain. I do care, but I don't care. Yeah, it's like, I'm just there to have fun. You know? I'm there to compete. I'm there to roll. I'm smiling and having a good time. I could be in the worst situation and I'm still smiling. And if I have to tap or if I get knocked out or something like that, that's life. That happens. But it doesn't happen that often to me, actually. because I train very hard, you know? I train very hard for these situations, and I'm ready for everything, you know? That's just, I don't know. When was the last time you tapped in competition? Can you even remember? It was in 1996. Oh, my God. Rico Rodriguez. It was 1996 or 97. It was not 98. It was 97 or 96. And I'm not joking at all. I was 170 pounds, and he was 340 pounds. So that's, I don't know, that's like 135 kilo or no, 140 kilo. So he's double my weight, and he got me in the head and arm across the side, and I tapped. I couldn't breathe. He was just too heavy. I took him down. I got 2 points. I was up 2-0, and eventually he got a top, and I couldn't breathe. I tapped, and that was the last time, and that's fine. And yeah, he won that day. But he was twice my body weight. If I face someone, so I'm 100 kilos. If I face a guy who's 50 kilos, it's probably going to be not the easy day for him as well, you know? And so imagine if a 50-kilo guy took me down. That's pretty cool for him, you know? So I took him down, and eventually he got me across the side and with the kimono. I couldn't slip out. I
I couldn't breathe. It was in the finals of the absolute division. It was cool. It was a good day. What can I say? Like, it's life. You grow and you learn from that stuff, you know? So yeah, last time in competition. Yeah. Yeah, long time. Do you tap in like when you spar at the school and gym? Yes, because I take chances, and also I have high level training partners. Okay. If someone says they never tap, is one of like three reasons. One, they're lying to you, or two, three reasons. One, they're lying to you. Two, they're not training with high enough competition to push them. Or three, they're not taking chances, you know? It's like getting knocked out in boxing. If I don't take any chances and I keep my hands up and just move away from you and run away from you, it's very hard to knock me out. But I'm never going to become a good boxer, you know? I have to take chances. I have to do things. It's just the way it is, you know? So yeah, they're either lying to you, they're not taking chances, or they have their training partners are not high enough to push them. That's the only explanation. There's no other. I don't know of a fourth explanation. It's possible, but that's the way it is, you know. So yeah, I talk to my friends because they're my friends, and I talk them out as well, you know. It's a bro thing. They're my bros, and I trust them, and we both tap each other out. It's a good thing, you know. It makes you a stronger person, actually. Well, I saw on your resume you tap out a lot of people. Is this like the ultimate goal to tap out somebody, or do you settle for points? No, I never settle for points. I have a new analogy because I'm in Europe, and this makes sense in Europe because of soccer. Oh, football. Sorry, I won't call it soccer. If your intention is to play soccer or football and not to score a goal, it's just to like dribble the ball and run around and, you know, who cares? The intention, I think so, in soccer, football, is to score a goal. If you can't score a goal, what's the point? I know there's a lot of skills you need to score a goal. It's not just how to kick the ball into the goal. There's more to it. But if you cannot score a goal, if your intention is not to score a goal, then what are you doing? You know, that's how submission wrestling and jiu-jitsu is. It should be, actually. If your intention is to get an advantage and to win by an advantage, then I don't know, that's fine. Maybe some people listening are like, that's my style. Okay, yeah, but you're not grasping the whole root of what submission wrestling is about. You know, it's not about getting an advantage and waiting for 2 minutes and winning by something. You didn't really win. You know, you didn't. And that's not the reason I joined jiu-jitsu or grappling. That's not the reason. I joined that because it was the most badass thing I could think about doing. And, you know, that's my opinion, actually, you know, So there's a lot of critic now with the IBJJ and stuff like that. The people are becoming world champions by winning by advantage, and there's a new breed now, the submission only tournaments. What's your point on that? I love the submission only tournaments. I love them. That's why I do Abu Dhabi, and I do not do IBJJF. I'm certified IBJJF as an instructor. I am, but I don't compete in those rules because, you know, I'll take a chance. And if I take a chance and miss your arm, and you get an advantage because of that, and you win, that does not reward me very well for taking chances. And my style is to take chances. And if I get in trouble, which I have been, I escape usually. You know, it's not for me a problem to take chances. It's a problem when someone rewards, you know, taking a chance. What's up? Het is je kort snel komen. Ik denk dat je dat tenminste mag. Sorry, no, we just had a little discussion. It's not about getting something to drink over here at the, it's not a problem for me to take chances. It's just if I'm penalized for taking a chance, you know? So the only problem with no time limit tournaments is, for instance, one of my bros, my students, Giaf, he had a match, an hour and 45-minute match. I was there. I'm like, I could have watched Titanic during this match, you know? Really, it was. Well, I would have probably got to the part where the ship was sinking, and you know, or Leonardo DiCaprio was on the freaking door with the girl sinking, and then the match would have ended somewhere around this point. I don't know when the iceberg hits. I'm not sure. Somewhere around this point. You know, that's how long the match was, you know. But okay, so here's my idea, and
interesting. It came from. See, I don't like to plagiarize. Like, say it's my idea, you know, and it was someone else. If it's someone else's idea, and I kind of copy it, I will say, you know. So I'm not plagiarizing, you know. I got the idea from the Gracie tournament in Torrance in 1996, and the rules were with gi, no point. Oh no, it was my bad. It was a points, but it was first person. There was no time limit. The first person to get 15 points or submission wins. So you cannot stall. There's no way you take someone down and hold them. You're not going to win that way. You're up by 2 points. Good job. Congratulations. Now what are you going to do? So I had an idea. I think 15, maybe that's cool, but you have some matches that last 40, 50 minutes at this time. So I was going to make a 9-point thing, you know, like first person to get 9 points wins, no time limit. And so, you know, what happens in these tournament formats, you'd be very surprised. People are like, 9 points? Wow. How about I arm lock the guy? Let's finish this shit, you know? Let's get over with. Let's arm lock the guy. You get more submissions in these kind of formats, you know, and there's no advantages, you know? And so I think I'm going to start, not a league, but I'm going to have my own tournament soon. It's going to be like this. First person, 9 or 10 points, maybe 8 points. And then also I'll have like a rule, you know, you have to win by more than 2 points. So if I'm 8 to 6 winning on you, and you pass my guard, and you're 9 to 8, no, you don't win because you have to win by more than 2 points or something. Something like that. I'm thinking about it. I'll come up with a really good rules set system. It will make sense, you know. And this way, it's like, man, if you don't win that day, that's fine. It will make you a better grappler. But if your mission is to hold the sleeve and grab your belt and loop it around my wrist, and then take the back of your jacket and wrap it around my other wrist, and then grab your pant leg and then wrap it around your head and do a double flip. This is not the origin. This is not what jiu-jitsu or grappling was meant for. It's not. It's not. The origin, believe it, it's a controversial but it's interesting idea. Jiu-jitsu, a Japanese word meaning gentle art. Well, if you're a samurai warrior and you lose your sword, and the other guy has a sword and you have armor on, you know, man, if you try to punch the guy in the chest with armor and he has a sword, you're gonna get killed, you know. So the whole goal was, if you lose your sword, you have to run, I guess, or get on your horse, or you have to grab the guy, get close enough to where he can't kill you, cut your head off with a katana sword, and take him to the ground, break his arm, choke him out, and then maybe take his sword. I don't know, but if someone has armor on, that was an interesting idea about the origin of jiu-jitsu. Why? What's the reason? It's because maybe that, you know, if a samurai warrior loses a sword, you can't stand there and trade kicks with the guy with the sword, you know. It's not going to be a really good idea probably for your health, you know. No. Probably you're going to lose, you know. So you have to grab the guy, pull him off his horse, break his arm, take his sword, and kill him, you know. And that's one idea, and it's interesting. It makes sense, you know. So the samurai were not sitting around thinking about how to, by the way, the kimono, that's just what they wore the day. People didn't wear t-shirts and blue jeans. They wore kimonos. That's what they wore. That's the reason that people wear kimonos. It's traditional expression of jiu-jitsu. It doesn't mean jiu-jitsu is kimono or no kimono. Jiu-jitsu means gentle art. So for me, gi or no gi is just irrelevant. I like both, you know. But when you get very reliant, like I need the gi for my style to work, well then you don't have complete jiu-jitsu. I have experience with gi. If I'm walking the street and I have a leather jacket and someone grabs my jacket, I can throw them over a pump, you know, and it's okay. It works, you know. But I don't need a gi. Like, hey man, if you got a gi on, I'd fuck you up, you know. What the fuck? You know, that's not my problem, you know. So that's just how I feel about the whole gi versus no gi thing. But I don't know. I guess I'm a little strange about how I look at things. Hopefully a little different. I don't like to be the same as everyone else. Hopefully, you know. With that points rule and stuff, I think it just came up with the perfect solution to Metamoris, because I was watching the first Metamoris, and tell me if I'm right or wrong. It was a submission-only tournament, sort of super fight match as well. You know what it is.
And a lot of matches ended in a draw because they were just stalling each other, and they were probably rather not want to lose by submission than to take so many chances. And then in the second Metamoris, they said they're gonna award points, and then the whole thing changed. And no one took chances. No one took chances. Exactly. Yeah, you're right. It's true. In the first Metamoris I participated in, I think it was 3 out of 3. Let's see, 3. No, I think there were 4 submissions out of 6 matches. Yeah, or 3. And 2. Well, mine was a draw. No, there was 3 out of 6. So Hiron tied Andre Galvão. Andre Galvão, of course, was all over him, but it wasn't a submission. But whatever. That's how things go. And then in my match with Janji was over me. He got me an arm. I escaped it. I had his leg. He escaped it. There were things going on. If I'm worried about, if I go for the leg lock and then he gets 2 points on me, I'm gonna lose. Maybe I'm gonna go for the leg. No, I actually would. I don't care personally. But yeah, it makes people like they're not likely to go for as many chances. So yeah, it's true. The second tournament, I think there was only 1 submission. I think only only Thorn Gracie submitted Shinya Oki, I think. Yeah, and then if you look at the match, the first Metamoris, Gracie versus Louis Shasha, I mean, yeah, it was a tie, but I mean, it was a good match. It was a good match, It was a good match. He almost broke Roger Grace's arm, and Roger escaped that. It was great. Even was I think an arm lock than mine. I mean, I was in a deep arm lock with Janji, but I think that Roger was in a longer arm lock than me, than even I was, and he escaped it. So this I think it lends to more chances and more excitement. So this the third one I'm going to do in about a month against Babalu, the great Renato Babalu Sobral. It's going to be it's going to be in about 1 month, a little more than a month. That'll be a good match, no points, nothing. And so he's not a point, he's not an advantage type fighter. So it should be interesting. We'll see what happens, It's a very good match, very good matchup. Does that philosophy also translate into your MMA career? Because I was checking your record. Out of the 12 wins, you only have 2 decision wins, but all your losses, all your 7 losses were by decision. Yeah, and 4 of them are by split decision. Yeah. So, I guess I'm a little bit resilient. One second. Gaat er weer op de string van de begon? We have to go in about 30 seconds. Okay. That's what it is. So, listen, I hope that I'm resilient. I don't want to be like the technical guy that's easy to break. Resilience, I don't know what that means, but through the hard training I do, I've developed the resistance, and I'm difficult to finish and to hurt, and that's one of the main intentions of jiu-jitsu, is to be able to defend yourself. So I think I've represented that decently well, in the fighting. Not that everyone that does jiu-jitsu has to be a fighter. There's no, of course not. But the origin of jiu-jitsu was for combat, and so I wanted to try that out a little bit. Not real combat with a sword or a gun, but actually someone actually trying to really hurt you. So I have 7 losses. 4 of them, like I said, are by split decision, which means it was very close. 3 of them I lost about. I wasn't finished, but I lost. And then it's true. My 12 victories, 10 of my 12 are by submission, and unfortunately 2 of them, I won by points or by judge decision, but that's just the way it goes. It's all good. So hopefully, I can just say I'm proud to represent, my history, my team, my friends, and my art. That's all I can say, Hey, thank you very much for doing this interview. I know you have to run. It's very late. You had an exhausting day. Fans can get in touch with you on you have a website, deanlister.net. Deanlister.net, several things. For sure. My email is deanlister@gmail.com, and we have a fighter house in San Diego. I'm kind of in charge of. It's real cheap. It's just $30 a day. You live on the beach. You'd be staying with me and training in jiu-jitsu. It pays for the gym fee and bed to sleep on. Also, we have subhumans.com. It's
projects right now for some reason. I don't know why, but if someone goes to the website DeanListerLakeLocks.com. Oh wow! Yeah, there's a 5-disc DVD set that my friend Michael, man, he did a really good job. It's a 5-disc DVD set. It's my entire lake system as far as getting lake locks, and they work really well. And that's really going real well. I guess people already like pre-selling the hell of that thing, but it's we released I think in a few weeks. So anyone wants more information, go to the website, send me an email, whatever. And if you're ever in San Diego, anyone, send me an email and stay in touch. Okay, it's all good. Cool. And you have an app coming up, an iTunes app, no? Oh, what? Yes. What? An app for iTunes, no? With yeah, right now we have an Android app right now already. You can find me on the App Store and Android app already, but that's just all being launched at the same time, just by coincidence. It's a very busy time for me right now, but it's all good, you know, all good. And everything's looking positive right now so far. So wow, awesome. Hey, thanks for doing this interview. I could talk to you for hours. Interesting stuff, and people follow you, go to DeanLister.net. There's everything, shop, whatever information about you. You can get in contact. Thank you very much, and have a good trip to Sweden and an exciting and successful match. All right, thanks a lot, my bro. I'll see you soon, okay? Bye. See you soon. Bye bye. Das war der Dean Lister. Geile Sieg. Grappling-Legende. Wie bereits gesagt, zweifacher Sieger vom ADCC. Wie er es gesagt hat, die Informationen über ihn gibt's über www.deanlister.net. Das klingt ja extrem geil, da die 5 DVD-Serie über seine Leglock, das ist natürlich seine Spezialität. Oder sonst, wenn ihr irgendwelche Infos wollt haben über ihn, oder wo ihr könnt hingehen, um beim Trainieren oder irgendetwas, könnt ihr natürlich selbstverständlich auch Buddies fragen. www.bodygym.ch, haben das überhaupt richtig gesagt? Jawohl, das habe ich. www.bodygym.ch, Body mit 2D. Merci vielmals, noch einmal, am Severin und am Kenji, dass sie das Interview möglich gemacht haben. Geile Sache, bin ich extrem froh, wenn Leute mir auch ein bisschen helfen können, um andere Interviewpartner anzukommen. Und jetzt noch, quasi exklusiv da auf dem mmalove Podcast, ist gerade reingekommen, eine Nachricht, muss da schnell das Ganze ein bisschen ausdeutschen da. Und zwar hat die Nevada State Athletic Commission bestimmt, dass es keine TRT, Testosterone Replacement Therapy, Use Exemption, also Benutzungsausnahmen mehr gibt im Staat Nevada. Kein TRT mehr im Staat Nevada, gibt's nicht mehr, musst gar nicht fragen. Nein. Und zwar ist es darum gegangen, der NSCC Commissioner, der Raymond Skip Avancino, hat gesagt, die Nevada State Athletic Commission hat einfach die Ressourcen gar nicht, zum all die Tests und auch das Monitoring durchzuführen. Und der NSCC Chairman Francisco Aguilar hat gesagt, dass es einfach zu teuer gewesen sei, mit zu wenig irgendwie Resultat und so in der Vergangenheit. Und darum haben sie gefunden, sie verbieten es. Und zwar haben sie eine Abstimmung gemacht. Und das gilt momentan nur im Staat Nevada. Und sie haben gesagt, das gilt bei uns. Es muss nicht unbedingt irgendjemand anderes das Gleiche sein. Aber wie man bereits weiss, was in Nevada normalerweise bestimmt wird, oder in der New Jersey State Athletic Commission, das wird vielfach dann auch von den anderen Athletic Commissions in Amerika übernommen. Eine sehr interessante Wendung jetzt da in dem Ganzen. Es betrifft natürlich einen Kampf, der in Kürze stattfinden wird, nämlich der Chris Weidman gegen den Vitor Belfort. Der Vitor Belfort ist jemand, der TRT benutzt. Sehr effektiv. Oder auch nicht. Das gibt's jedenfalls jetzt nicht, und der Kampf, der findet auch in Las Vegas statt. Das heisst, er muss es das mal ohne TRT machen. Noch ein bisschen Blick in die Vergangenheit. Wer hat denn überhaupt alles TRT-Exemptions in Nevada bekommen? Der Dan Henderson zum Beispiel, der Shane Roller, der Todd Duffy, der Frank Mir, der Forrest Griffin und Chael Sonnen. Voilà, das ist es gewesen.
Von meiner Seite eigentlich noch. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören und fürs Feedback. mmalove.podcast@gmail.com. Gebt uns doch noch oder folgt uns oder abonniert uns oder irgendetwas. Wie sagen wir dem? Abonnieren, glaube ich, auf YouTube. Dann sieht das ein bisschen geil aus. Herzlichen Dank an Dean Lester. Ihm eben, wie gesagt, viel Erfolg in Skandinavien bei dem Match. Viel Erfolg bei all seinen Projekten, die er hat. Danke vielmals an Severin Herring und an Kenji Bortoluzzi, die das Interview möglich gemacht haben, wo der Grappling-Gigant in die Schweiz geholt haben für ein Seminar. Unterstützt doch Buddies, geht auf www.buddygym.ch oder folgt ihnen auf Facebook Buddygym oder Severin Herring oder Kenji Bortoluzzi. Gibt's für mich noch etwas zu sagen? Eure riesen geile Sieg, organisiert ein Event, sponsert Liebli, www.solcoware.com, alles für Brazilian Jiu-Jitsu, Thai-Boxen und MMA. Das wär's gewesen für Episode 44. Merci vielmals und ciao zusammen.